die Welt ist so schön. Die Welt ist ganz schön und nur Licht ist da, nur Schönheit ist da. Aber unsere wahre Auge ist noch nicht ganz geöffnet und wir sehen nur den materiellen Aspekt, die Illusion, der Schatten der Wahrheit. Ja? Zum Beispiel sind sie sehr hübsch, ne? Aber wenn sie stehen unter einem Licht oder der Sonne, ja, und eher der Schatten ist nicht so hübsch. Ja. Unsere Welt ist der Schatten der wahren Welt. Und wir kennen nur den Schatten und nicht die Wahrheit. Deswegen denken wir, oh, diese Welt ist so schlecht, so schlimm. Verstehen Sie? Es ist eine Projektion nur eine Illusion, nur ein Schatten. Für die Weise gibt es keine Leiden in dieser Welt. Aber wenn er die Leiden verstehen möchte, um den Schüler zu helfen, kommt er runter. Und das ist auch sehr Leiden für die innerliche Meisterziel. Verstehen Sie? Weil jeder gern oben bleiben möchte. Und niemand will in die Höhle gehen. Aber der Meister tut das, um diese Leute in die Leiden oben zu heben. Gestern habe ich die Meditieren, habe ich eine Düfte, das wie Pfefferminze, ich fühle eine so kurze Zeit und habe ich ganz tief atmen und zweimal oder dreimal und dann nicht mehr. Ist das richtig? Ja. Okay, vielen Dank. Ich nur Prüfung ist das ob richtig. Vielen Dank. Das ist richtig. Wenn wir meditieren, erheben wir uns manchmal in höhere Dimensionen. Und da ist schöne Düfte. Manchmal wie Sandalholz, manchmal wie Jasmin, manchmal mit Lotusblumen. Viele schöne Düfte. Weil unsere Welt ist nicht so schöne Duft. Ja? Gibt keine. Außer wenn wir mit den Blumen zusammen sein oder mit Königwasser. Spring. Königwasser gibt es. Königswasser, ja. Aber in die andere Welt ist es sehr schön. Die Atmosphäre ist sehr duftig, schön duftig. Und die Umgebung ist sehr breit und sehr wunderbar. Und wenn wir uns so erhoben, da duften wir sowas. Oder sehen wir etwas anderes. Ja? Okay. Ja, sehr gerne, Majestät, das wollte ich mal fragen. Hat jemand von mir gebeten, Fragen zu stellen? Der hat gemeint, wie wäre denn Traum, wenn er träume? Und hat sie gesehen, ob sie ist oder jemand anders? Sie befragt. Da müssen Sie in die Augen schauen. Ja, für mich schon, aber hat jemand der kommt aus Tschechoslowakei, hat kein Deutsch verstanden und so, hat mir gebeten. Beten was? Ich verstehe nicht. Die Frage zu stellen, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Haben Sie jemanden sowas gesehen, die mich im Traum gesehen hat? Oder wie? Ja, er hat bei Meditation hat sie gesehen oder so. Und er ist in Tschechoslowakei? Ja. Und er versteht kein Deutsch? Nee. Aha. Das gibt doch immer. Es gibt doch immer. Wir brauchen uns keine Sprache. Schützen uns keine Sprache, ja? Es gibt so viele Leute, die mich nie kennengelernt haben, aber mich trotzdem gesehen. Ja? Manchmal, wenn sie Unfall haben, ja? Und dann 17 Jahre oder 20 Jahre danach sehen sie mich in Person, hier in Deutschland oder irgendwo anders. Ich sage, ich habe sie schon gesehen. Sie war da, Mann, so und so. Unfall, dann haben wir geholfen, etc. Ja? Das passiert immer. Der Meister hilft immer, die mit ihm hat etwas, wie sagt man, Verbindung. Im früheren Leben auch. Ne? Und außerdem, manchmal die Leute, die hören nur von den Namen von einem Meister. Ja? Aber beten sie an diesen Meister auch. Und das funktioniert auch. Es funktioniert. Ja. Weil der Meister ist nicht ein Körper oder der Meister braucht keine Sprache mit den anderen Leuten innerlich zu kommunizieren. Ja? Unser Ziel braucht gar nicht. Nur wenn wir in diese physische Ebene müssen wir die Sprache benutzen.
Es passiert immer. Es ist nicht das erste Mal. So viele Leute in Vietnam oder China haben schon von mir gehört, aber nicht mehr gesehen. Und sie sehen immer, dass ich da war. Meine Mutter, ich habe sie schon 30 Jahre oder so nicht gesehen. Aber sie sieht mich immer jeden Tag zu Hause, in Vietnam, ja, mit großem Licht. Und manchmal, sie sagt, gestern Abend hast du da gesessen und die ganze Familie verknallt vor dem Stuhl. Es ist sehr lustig. Dass die ganze Familie vor dem Stuhl verknallt. Sogar mein Vater, ja. Sehr, sehr komisch, weil meine Mutter sieht mich häufig, mein Vater nicht so häufig. Ja, vielleicht war meine Mutter in engster Verbindung mit mir.